Hallo, ich bin der Gunther und ich möchte euch einen Erfahrungsbericht zu einer ganzen Reihe von aufgelösten Nahrungsmittelunverträglichkeiten geben, die ich im Rahmen des Praxiskurses Allergien auflösen losgeworden bin. Zuerst Ingmar, vielen Dank. Ich war ja 7 Jahre hier in einer Odyssee gefangen, das war ja ein Wahnsinn. Und jetzt ist es vorbei, ich kann also fast alles wieder essen und dafür bin ich dir unendlich dankbar. So, was hatte ich? Also ich hatte Durchfälle, ich hatte aber auch unendliche Blähungen, die mitunter 3, 4, 5 Stunden lang, die nachmittags begonnen haben oder auch nachts nochmal. Ich hatte zum Teil Bauchschmerzen, so um den Bauchnabel rum und die Bauchschmerzen kamen hauptsächlich dann auch nachts. Ja, wie bin ich da reingeraten und wie bin ich wieder rausgeraten? Da muss ich euch eine kleine Vorgeschichte erzählen. Und zwar ist so, 2015 hatte ich also schon verschiedene Probleme. Ich konnte also schon 1,5 Jahre sehr schlecht schlafen, aus heutiger Sicht aufgrund von beruflichen und privaten Dingen. Und ich habe auch damals schon das Problem gehabt, dass ich oft Durchfälle hatte, direkt nach den Mahlzeiten. Dann kamen noch so ein paar leichte Hautgeschichten dazu. Und als ich 2015 dann eine Sportverletzung hatte, die also ewig nicht heilen wollte, eine Knieverletzung, und ich bin ewig an Krücken gegangen, da habe ich mir Gedanken gemacht und überlegt, naja, vielleicht vertrage ich ja doch irgendwas nicht gut, das jetzt so aus herkömmlicher Sichtweise quasi mein Immunsystem belastet und dass ich jetzt nicht richtig heilen kann, weil eben mein Körper vielleicht an allen anderen Stellen kämpft und da keine richtige Kraft hat. Da bin ich zum Arzt gegangen und habe für Geld, was ich selber bezahlen musste, einen Bluttest machen lassen. Und da ist tatsächlich auch eine ganze Menge rausgekommen. Und zwar sollte ich jetzt ein Viertel, halbes oder Jahr lang auf bestimmte Nahrungsmittel verzichten. Und zwar waren das sämtliche glutenhaltige Getreideprodukte, sämtliche Milchprodukte, Schweinefleisch, Rindfleisch, Erdnüsse, Tomaten, Sonnenblumenkerne, also Sonnenblumenöl hauptsächlich, Kaffee, Schokolade, also eine Riesenliste, auch noch einige andere. Und dadurch, dass ich ja nun schon so lange schlecht geschlafen hatte und aufgrund der Knieverletzung, habe ich die Sache sehr ernst genommen und dachte, wenn ich mich da jetzt strikt danach halte, dann wird es mir bald besser gehen und dann komme ich wieder auf den Dampf, habe wieder richtig Energie und dann bin ich wieder gesund. Und weil ich es ganz gründlich machen wollte, ich hatte also gelesen, dass Zucker nicht günstig wäre und verschiedenes anderes, habe ich also auch auf Zucker weitestgehend verzichtet, habe auch bin in Richtung Vollkornernährung gegangen und ja, habe mich manche Tage fast schon vegetarisch oder vegan ernährt. Naja, nach einem Vierteljahr war Weihnachten, da war ich mal nicht ganz so streng und da habe ich plötzlich festgestellt, dass ich die normalen Nahrungsmittel nicht mehr vertragen kann. Und wo ich vorher nur Durchfälle hatte, hatte ich jetzt eben diese fürchterlichen Blähungen dazu bekommen. Und das wurde immer schlimmer. Bis 2017, da konnte ich fast gar nicht mehr essen. Also da konnte ich wirklich nur noch Fleisch und gekochtes Gemüse essen und da auch nur bestimmte ganz leicht verdauliche Sorten, sowas wie Kartoffeln und Zucchini dann. Und ich bin aber nicht mehr rausgekommen. Also ich hatte mich irgendwie total verrannt. Also ich habe alles probiert und auch für die normalen Dinge wieder zu essen. Es ist mir nicht gelungen. Ja, ich bin bei unzähligen Ärzten in diesen 7 Jahren gewesen. Also ich habe jetzt mal gezählt, es waren tatsächlich 25 Ärzte. Und zwar durch die Bank weg. Also dadurch, dass ich muss dazu sagen, auch die Knochen und Probleme, die ich hatte, also was ich ja mit der Knieverletzung schon andeutete, bin ich nicht losgeworden. Also es ist auch so, dass ich nicht etwa besser schlafen konnte dadurch, sondern es hat mir gar nichts gebracht. Im Grunde ist mein Gesundheitszustand immer schlechter geworden. Ich hatte schon im ersten Vierteljahr 15 Kilo abgenommen und also es war fürchterlich. So, bei welchen Ärzten war ich jetzt alles? Ich war also bei Allgemeinmedizinern, aber Gastroenterologen, bei überhaupt Stoffwechselärzten. Also ich war auch in 2 Unikliniken in Behandlung, habe sogar mal eine humangenetische Untersuchung machen lassen,
Hautarzt, Chirurgie, Orthopädie, aber auch so alternative Geschichten wie Homöopathie, Akupunktur, auch meine Psychotherapie. Das Allerverrückteste, was ich gemacht habe, war in einer Naturheilpraxis ein paar Monate Sauerstofftherapie. Also das war ja nur der völlige Blödsinn, es hat mir gar nichts gebracht und einen Haufen Geld gekostet. Aber wenn man eben der Ertrinkende ist, klammert man sich an jeden Strohhalm und so war das bei mir gewesen. So, hatte mich also total verrannt und bin inzwischen schon zum halben Ernährungsexperten geworden, habe mich also sehr viel belesen im Internet über alles Mögliche. Also ich habe versucht irgendwie rauszukommen. Über Dr. Hamer und die neue Medizin bin ich allerdings nie gestoßen. Also drüber gestolpert, hier 5 biologische Naturgesetze. Da bin ich erst Anfang 2022 völlig zufällig drauf gestoßen, wirklich über 3 Ecken, weil eine Seite, also jemand hatte die auf seinem Status gepostet und dort nochmal und dann nochmal, also ich bin wirklich rein zufällig auf diese Seite von Ingmar gestoßen, schaue mir die Einführungsvideos an und denke, mein Gott, so kann man es ja auch sehen. Man könnte es ja nochmal probieren. Ich hatte ja zwischendurch schon fast resigniert. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man jeden Tag solche starken Verdauungsprobleme hat und auch Schlafstörungen und dann Bauchschmerzen und Knochenprobleme und dann auch nicht richtig essen kann. Ich bin also total verzweifelt gewesen, oftmals auch. Also ich wusste nicht aus noch ein und jetzt auf einmal denke ich, das ist nochmal eine neue Möglichkeit. Und was habe ich denn zu verlieren? Überhaupt nichts. Und jetzt probiere ich das einfach mal aus. Habe mich allerdings erst nochmal in die Materie eingelesen. Ich hatte mir also die Bücher von David Münch gekauft und auch dann später den Organatlas von Roberto Bornai. Und das war für mich auch wichtig, weil es ja also man muss ja wirklich dahinter stehen. Also und es ist auch gar nicht so leicht, sich von seinem bestehenden Konzept zu lösen. Man denkt ja immer, alles müssen materielle Defektträger sein. Ja, und auch die ganze Idee von den Antikörpern, Antigenen und so weiter, das hatte ich auch verinnerlicht. So, habe mich jetzt eingearbeitet, eingelesen und konnte die Dinge, als ich dann den Praxiskurs Allergien auflösen gemacht habe, tatsächlich vieles auflösen. Der Ingmar hat mir da unwahrscheinlich geholfen. Es sind viele Mails hin und her gegangen. Der hat gesagt, pass mal auf, das sind ja alles sinnvolle biologische Sonderprogramme, die hier laufen und die sind phasenweise mit einer Überfunktion und auch mit einer Unterfunktion verbunden. Und wenn jetzt deine Verdauung mal für ein paar Stunden oder ein paar Tage überhaupt nicht funktioniert, dann nimmt das nicht tragisch. Es kann sein, es handelt sich hier um Lösungssymptome. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe also mit dem am wenigsten Schwierigen aus meiner Sicht angefangen und habe mich dann vorgearbeitet, bin stückweise da zu Selbstbewusstsein geraten und dann irgendwann später dann in Richtung Milch- und Getreideprodukte gegangen. Habe also bei den einfachen aus meiner Sicht angefangen. Und siehe an, schon relativ schnell konnte ich viele Sachen wieder essen, die ich über Jahre nicht essen konnte. Das war erstaunlich für mich. Bin jetzt auch nicht immer ganz systematisch vorwärts gegangen, aber ein halbes Jahr hat es gedauert und jetzt kann ich tatsächlich bis auf milchzuckerhaltige Sachen, also wirklich fast alles wieder essen. Und ich möchte euch kurz sagen, wie ich es gemacht habe. Zum einen war es für mich sehr aufschlussreich, mal zu erfahren, dass es eine Brockensensorik gibt. Und zwar ist es so, dass schon im Mund-Zungenbereich, auch durch die Nase, schon durchs Riechen, jeder Nahrungsbrocken chemisch analysiert wird von unserem Körper. Und wenn man nur den leisesten Zweifel hat, ob das jetzt gesund ist oder schädlich oder giftig sein könnte, dann schaltet der Körper bestimmte Instinkte. Zum Beispiel, was giftig wäre, würde man sofort wieder rausbrechen oder Durchfall bekommen. Und bei mir war es aber so, offenbar wurde es überhaupt nicht verdaut. Also der Körper hat gesagt, okay, wenn ich jetzt nicht weiß, ob das gesund oder schädlich ist, dann werden keine Verdauungsenzyme ausgeschüttet, es wird nichts resorbiert und dann ist eben die unverdaute Nahrung in den Dickdarm gelangt und wurde dort durch Fäulnis und Gärungsbakterien zersetzt und dadurch diese unendlichen Blähungen. Und wenn man das einmal begriffen hat, kann man ja mit einem ziemlichen Selbstverständnis rangehen und dadurch konnte ich vieles auflösen, was sich also später ergeben hat. Nun ist es aber so,
ich hatte ja von Anfang an auch schon Verdauungsprobleme. Und da haben sich eben verschiedene ungünstige Umstände miteinander verkoppelt. Das ist wie beim Pawlowschen Hund, Glocke klingelt, Speichel fließt. So können sich eben auch bestimmte ungünstige Ereignisse an den Nahrungsmittel koppeln, wie bestimmter Ärger, Stress, hektische Dinge, wenn sie schockartig oder dramatisch empfunden sind. Und so war das bei mir offenbar gewesen. Und auch da ist es mir gelungen, einiges zu lösen, jetzt noch nicht alles. Also man schleppt er doch im Laufe seines Lebens den ganzen Rucksack irgendwann mit sich rum an konfliktiven Dingen. Aber vieles konnte ich auflösen. Und auch das ist wieder ganz erstaunlich für mich. Zum Beispiel sowas wie Rosinen. Ich konnte keine Rosinen essen, schon jahrelang nicht vorher. Und das konnte ich zum Beispiel auch lösen. Da habe ich dann die Ursache gefunden und war dann klar, es ist gegenstandslos und damit war es tatsächlich vorbei. Aber es gibt noch eine dritte Sache, die eine Rolle spielt. Und zwar habe ich mir fest eingebildet, Vollkorn wäre gesund. Genauso wie bestimmte Sojaprodukte und die vertrage ich überhaupt nicht. Also schon naturmäßig nicht. Also ich habe mir ja, obwohl ich dachte, ich würde es gut vertragen, es wäre gesund für mich. Vielleicht gibt es auch verschiedene Typen von Menschen. Ich meine, ist ja sehr unterschiedlich. Aber auch die Asiaten essen ja Sojaprodukte auch sowieso nur, wenn sie fermentiert sind, weil die das wissen, dass es schwer verdaulich ist und eben auch Vollkorn ist was für mich offenbar nicht geht, also grundsätzlich nicht geht. Und das hat auch nichts mit einem Instinkt zu tun oder mit irgendeinem Reflex, sondern ja, manche mögen es verdauen können, ich kann es eben nicht verdauen. So, obwohl ich das eben Jahre probiert habe. Ja, und da bin ich also rausgekommen aus dieser ganzen Odyssee und da bin ich also unheimlich glücklich und dankbar. Sehr geholfen haben mir auch die Vorträge von Dr. Stefan Lanka. Der hat zum Beispiel nochmal erklärt, was Antikörper sind. Ich war ja immer der Meinung, dass man jetzt Antikörper bildet, wenn man bestimmte Sachen, also dass der Körper auf chemische Bestandteile, das sind dann die Antigene, reagiert und der Antikörper bildet. Aber er hat nochmal erklärt, dass das ein Irrtum ist. Also Antikörper sind Globuline, die immer, wenn Gewebe verletzt ist, sich wie ein Pflaster drauflegen, die spannen sich auf und dichten dann das Gewebe ab und dass das eben auch so ein Irrtum ist. Insofern, also mit meiner Erfahrung jetzt, würde ich das bestätigen, weil es ist doch gar nicht anders denkbar. Wie kann ich denn Sachen, die ich ewig nicht essen konnte, auf einmal wieder essen? Und also für mich klingt das alles mittlerweile sehr, sehr plausibel, dass hier, naja, dass der Fortschritt einfach schon ein ganz anderer sein könnte, wenn wir dann auch den mal zulassen würden. Ja, und dass eben hier viele, viele Irrtümer auch mal beseitigt gehören. Naja, letzten Endes hat es mir geholfen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Bericht schaut, dass es euch auch was bringt. Ich möchte euch Mut machen, Dinge anzugehen. Klar ist das hier und dort auch mal mit einer Verhaltensänderung verbunden. Man muss vielleicht auch mal liebgewonnene Sachen in Frage stellen. Aber letzten Endes hat man doch nur zu gewinnen. Und gerade bei einer Allergie oder bei irgendeiner Unverträglichkeit. Andererseits ist es so, ich würde jedem heute empfehlen, esst alles, was euch schmeckt. Lasst euch auch nicht einreden. Als ob die Medien wissen, was gesund und ungesund ist. Also, und Bio und nicht Bio. Also man kann sich auch total verrennen. Es wird heute so viel Zinnober getrieben. Vegetarische Ernährung, vegane Ernährung, Rohkosternährung. Und andere wollen wieder nur Fleisch essen. Das ist doch alles Quatsch. Der Mensch ist doch ein Allesfresser. Und wir sind auch kein Vogel, der Körner frisst. Und insofern, esst doch, was euch schmeckt. Vielfältig. Freut euch dran. Macht nicht so einen Mist und verrennt euch nicht wie ich hier. Das würde ich euch also dringend empfehlen. Und ansonsten ist es so, ich freue mich natürlich, dass ich die neue Medizin kennengelernt habe. Ich hoffe, dass der Ingmar noch vielen helfen kann mit seinem Team. Und ich beschäftige mich jetzt auch damit, weil ich das eine total geniale Sache finde. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, es funktioniert tatsächlich. Mir ist es gelungen, also kann es auch anderen genauso gelingen. Und ich würde mich also freuen, wenn ihr euch jetzt nicht abschrecken lasst, sondern auch mal einfach mal die Gedanken denkt und vielleicht auch mal entscheidet, in so eine Richtung sich mal einzuarbeiten. Alles klar, also vielen Dank.